Das war so weit draußen auf dem Meer, dass man gar nicht sich vorstellen könnte, so ein kleines Gummiboot zu sehen. Das war 6 Meter lang, 2 Meter breit, mit 37 Menschen drin. Wenn ein Kapitän an so einem Boot vorbeifährt und nicht rettet und jemand von der Besatzung zeigt ihn an, das war nicht in unserem Kopf, aber das wussten wir so, dann geht er in Deutschland wegen unterlassener Hilfeleistung 6 Jahre ins Gefängnis. Und das war überhaupt keine Frage, dass man da rettet, natürlich. Zunächst war es so, dass wir ausgeschlossen haben, wo es nicht hingeht. Das allererste war nordafrikanische Küste. Davon natürlich überhaupt nicht Libyen, weil das ist ja, damals wussten wir sogar schon, welche schrecklichen Lager es da gibt. Und dann habe ich aber gesagt, jetzt das Einzige, wo wir sie wirklich auch vom Gesetz her hinbringen können und müssen, ist eigentlich Italien. Und da rief uns die Küstenwache an und sagte, ihr dürft italienische Gewässer nicht befahren. Our ship is not having the permission to enter in territorial waters of Italy. Is that correct? It's correct. It's correct. Nach allen Bemühungen, die wir in den 80ern unternahmen, um vietnamesische Bootsflüchtlinge zu retten, sollte man erwarten, dass unsere Regierung die Italiener stark unter Druck setzen würde, um das Schiff mit den Schiffsbrüchigen in den Hafen zu lassen. Aber auch in Deutschland wurden schon lange keine Blumen mehr gekauft für Bootsflüchtlinge. Kapitän Schmidt hörte nur eines aus Deutschland: Totenstille. Er war ganz allein. Und wenn man dann abends in der Koje ist, dann denkt man als Kapitän natürlich auch, man ist ja eigentlich alleine verantwortlich für das, was jetzt mit den 37, aber auch mit uns passiert. Das ist dann nicht so einfach. Und erst nach 7 Tagen, wo wir draußen vor dem Hafen rumgefahren sind, also weit draußen vor dem Hafen, immer mit Kriegsschiffen um uns rum, Hubschrauber, Kriegsschiffe, da haben wir einen Brief gekriegt vom Innenministerium Italien. Da stand dann drin, also ich kann schon fast drüber lachen, da stand drin, weil die jetzt schon so lange an Bord sind, sind sie jetzt keine Schiffbrüchigen mehr. Ja, warum sind sie so lange an Bord? Weil ihr uns nicht reingelassen habt, nicht? Der Besitzer des Schiffs, Elias Birdl, beschloss, nach alarmierenden Berichten über die Situation, so schnell wie möglich zum Schiff zu kommen, um dem Kapitän zur Seite zu stehen. Das war auch gut so, denn je länger die Cap Anamur vor dem Hafen hin und her fuhr, desto grimmiger wurde die Atmosphäre an Bord. Die Afrikaner wussten nicht mehr sicher, ob sie jetzt gerettet waren oder viel eher gefangen genommen. Der Kapitän und seine Besatzung fühlten sich immer unsicherer. Denn was sollten sie mit 11 Mann gegen 37 verzweifelte Afrikaner tun? Also überlegten sie sich, wie sie die Menge im Zaum halten sollten. Es wurde schon sichtbar, dass sie immer nervöser wurden, weil unsere Krankenschwester hat die dann schon, die letzte Woche hat sie schon jeden Morgen Beruhigungsmittel in den Tee getan. Und meine Besatzung hat mit denen auch Lieder gesungen. Die Schiffsmechanikerin Jutta, die hatte eine Gitarre dabei, die hat dann mit denen Lieder gesungen. Oder wir haben mit denen Tischtennis gespielt, einfach sie zu beruhigen. Und ich habe jeden Abend 1 Stunde sozusagen Gottesdienst gemacht. Was Kapitän Schmidt auch probierte, um die afrikanischen Passagiere zu beruhigen, das tagelange Warten wurde einigen zu viel. Also als ich merkte, dass es sehr schlimm wird an Bord, und deswegen habe ich dann geschrieben an die italienische Behörde, die Gefahr hier an Bord wird zu groß, ich kann für die Sicherheit des Schiffes und der Besatzung nicht mehr garantieren und ich möchte, dass Sie uns eine Nachricht geben, dass wir bis 12 Uhr einlaufen dürfen. Ansonsten mache ich einen internationalen Seenotfall daraus und laufe trotzdem ein. Das Ultimatum des Kapitäns funktionierte. Endlich gaben die italienischen Autoritäten der Cap Anamur die Erlaubnis, in den Hafen einzulaufen. Ja, das war eine große Erleichterung. Dann lagen wir uns alle in den Armen und haben geweint. Da wussten wir ja noch nicht, was dann auf uns zukommt. Ich habe gesteuert. Der Lotse hat zu mir gesagt,
fahr mal ganz langsam, noch langsamer. Ich sage, wenn ich noch langsamer fahre, kann ich das Schiff nicht steuern. Später wusste ich dann warum. Die wollten mich nämlich eigentlich auch noch anklagen, weil ich viel zu schnell reingefahren bin und die ganze Hafenanlage gefährdet habe. Da wollten sie mich 12 Jahre für einsperren. Die haben versucht, von Anfang an uns irgendwo reinzulegen. Es ist einer der schönsten Augenblicke meines Lebens, aber nicht nur für mich persönlich, auch für alle, die hier unten mitgeholfen haben, dass es nun endlich eine vernünftige Lösung gibt für diesen entsetzlichen und auch grotesken Fall einer Seeblockade gegen 37 afrikanische Schiffbrüchige. Das ist jetzt alles zu Ende. Die Zeit, an der herumgefummelt wurde, wo man Tricks erfunden hat, um uns irgendwie daran zu hindern, hierher zu kommen. Wir haben 37 Menschen, wir bringen sie in einen sicheren Platz in Europa. Sie sind keine Illegalen, man wird sie menschenwürdig behandeln müssen. Und das ist eine große Freude. Und wir hoffen, möglichst viele Menschen hier freuen sich mit uns in ganz Europa. Ende gut, alles gut, sollte man denken. Aber was das Ende eines dramatischen Vorfalls schien, war der Beginn eines jahrelangen juristischen und kräftezehrenden Kampfes. Beim Betreten des italienischen Bodens wurden Kapitän und Besitzer der Cap Anamur verhaftet. Hallo Elias, long time no see. Klasse. Das hätten wir uns ja mehrfach. Ja. Durch die jahrelangen Prüfungen, die die Männer in Italien durchstehen mussten, wurden sie Freunde fürs Leben. Sie werden die Schwiegertochter von Kapitän Schmidt sogar zu einer zuckersüßen musikalischen Hommage inspirieren. Vielleicht nicht ganz der Geschmack von Seebären, aber ehrenvoll ist es sicher. An einen großen Kapitän. Er hatte Flüchtlinge gerettet und musste vor Gericht dafür stehen. Wir alle mussten uns erst einmal dran gewöhnen, nicht nur die singende Schwiegertochter. In den 80ern waren diese Art Männer noch Helden. Auf einmal wurde gesagt, dass es keine Helden, sondern Kriminelle waren. Menschenschmuggler, die bestraft werden mussten. Den Männern drohte 12 Jahre Gefängnisstrafe und 440.000 € Geldbuße. Das provozierte Elias Biedl erst recht. Und ich war so sauer, dass ich dann gesagt habe, Entschuldigung, ich habe nur eine Frage. Gibt es noch die Todesstrafe in Italien? Da ist der echt ausgeflippt. Da hat der mich angebrüllt. Wir werden dir zeigen, die Gesetze in Italien zu befolgen. Okay. Wir wissen später, dass deutsche Reeder manchmal ihren Kapitänen gesagt haben, wenn du so ein kleines Boot siehst, guck mal lieber weg. Und es hat sich auch vor allen Dingen niemand interessiert für die Situation da draußen. Das fand ich und finde das bis heute ganz schrecklich. Wir saßen in diesem Gerichtssaal und da vorne ertrinken die Leute. Weil das kann ja wohl nicht sein. Ich meine, unsere ganze Zivilisation wird einfach in die Tonne geklopft, wenn man sagt, Menschen, die andere retten, sind Kriminelle.